Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gerne zu Ihnen gekommen, nicht nur wegen des Gewinnspiels und überhaupt der netten Vorträge, sondern auch, weil das Ganze heißt, es ist ein exklusives Event für inklusive Köpfe. Das hat mir dann besonders gefallen. Auch schon allein deswegen bin ich gern gekommen. Vielen Dank. An sich hat es geheißen, ich darf rumgehen. Heute, nachdem es aufgezeichnet wird, hat es geheißen, ich darf nicht rumgehen. Ich möchte Ihnen erzählen ein bisschen von dieser ungeheuren Arbeitsmarkt-Rallye der letzten 1,5 Jahre und auch von den Auswirkungen, die diese Entwicklung auf Menschen mit Behinderung und die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gehabt hat. Erzähle Ihnen ein bisschen, was wir als Arbeitsmarktservice, wie wir unterstützen können. Und schließen möchte ich einfach und allein deswegen, weil es in der Schule immer die Stunden am interessantesten waren, wo es dann einen Film gegeben hat, mit einem ganz kurzen Film für Unternehmen sozusagen. Und das Ganze muss sich in 13 Minuten ausgehen, also probieren wir es. Vielen Dank. Was Sie hier sehen, ist die Veränderung der Arbeitslosigkeit seit Anfang 2009. Warum 2009? 2009 war in meiner arbeitsmarktpolitischen Geschichte, und ist auch schon eine lange, wie der Michael gesagt hat, immer so das besondere Jahr, das Jahr der Krise, da kannte ich 2020 noch nicht. Sie sehen da links diesen Berg, das ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit 2009, große Wirtschaftskrise, Bankencrash und so weiter. Und dann ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, damals um etwa 70.000 Personen im Höchststand. 2010 und 2011 ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen, dieses kleine grüne Tal. Sie sehen, es ist kleiner als der Berg. Und dann ist die Arbeitslosigkeit über 5 Jahre, ich darf die Folie ein bisschen beschreiben, über 5 Jahre gestiegen. 5 Jahre lang hatten wir in Österreich ein schwaches Wirtschaftswachstum, 2012 bis 2016. 5 Jahre ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, schwaches Wirtschaftswachstum und gleichzeitig eine massive Ausdehnung des Arbeitskräfteangebotes. Das war die Zeit, wo sehr viele Menschen aus den benachbarten EU-Ländern zu uns gekommen sind. Die neuen EU-Bürger, haben wir damals gesagt, Ungarn etwa oder auch weiter weg, Rumänien und so weiter. Und dann ist die Arbeitslosigkeit nach 5 Jahren endlich wieder gesunken. Die Jahre 2017 bis 2019 haben wir wieder leicht rückläufige Arbeitslosigkeit gehabt. 3 Jahre, das war schon wieder ganz gut. Wir hatten wieder vernünftige Zahlen. Insgesamt aber muss man sagen, lagen wir noch über 2008, der Situation vor der Krise 2009. Und dann ist etwas passiert, was wir alle noch gut in Erinnerung haben. Corona ist über uns gebrochen, auch über uns im Arbeitsmarktservice. Wenn ich von meinen Kolleginnen und Kollegen spreche, binnen 14 Tagen ist die Arbeitslosigkeit um mehr als 200.000 Personen gestiegen. Es waren für uns nicht nur 14 Wochentage, sondern auch 14 Arbeitstage. Wir alle haben auch samstags, sonntags gearbeitet, um alle einfach sicherzustellen, dass Menschen ihr Arbeitslosengeld, ihre Sozialversicherung bekommen, dass wir die Anträge entgegennehmen können. Gleichzeitig war das die Zeit, in der eine Kurzarbeit mit unfassbar großer Menge an Anträgen über uns gebrochen ist und damit Gott sei Dank noch viel Schlimmeres verhindert hat. Die Arbeitslosigkeit in Österreich wäre, das kann man sich über den Arbeitszeitausfall in der Kurzarbeit leicht ausrechnen, wäre weit über 1 Million gestiegen ohne Kurzarbeit. Nur, dass man zum Vergleich noch einmal der Jahre 2009 und 2020, 2009 hatten wir etwa 560 Fälle von Kurzarbeit. Und 2020 waren es 120.000. Und so war die Situation herausfordernd. Sie sehen da diesen Mount Everest, das ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jahr 2020, ein hoher Berg. Die Arbeitslosigkeit ist in der Folge nicht mehr so stark gestiegen während des Verlaufs des Jahres. Sommer 2020 gab es gewisse Öffnungen und auch der 2. und der 3. Lockdown war nicht mehr so schlimm, weil wir alle uns gelernt haben, auch mit dem Wahnsinn zu leben. Jedes Gasthaus hatte Takeaway und Delivery, jedes Geschäft hatte Click and Collect plötzlich. Es gab Beschäftigung am Anfang Testzentren und dann Impfstraßen und so weiter. Es war nicht mehr so schlimm, aber auch noch schlimm genug am Arbeitsmarkt. Dieser starke Rückgang dann ab März 2021 ist einzig und allein dem Umstand geschuldet, dass in Österreich die Arbeitslosigkeit, jeder dieser Balken ist die Veränderung zum Vorjahr. Und der März 21 war natürlich schon so viel besser als der März 20. Nicht, weil er gut war, sondern weil er nur im Vergleich so viel besser war. Das erklärt, warum wir im Februar noch 100.000 Arbeitslose plus hatten und im März 100.000 minus. Und so ist die Entwicklung gewesen. Und diese Situation jetzt innerhalb kürzester Zeit, Massenarbeitslosigkeit, wechselt zu Arbeitskräftemangel in wenigen Monaten, auch das hat alle überrascht,
niemand konnte die Situation prognostizieren, niemand hat Corona-Pandemie in einer solchen Weise je erlebt. Die nächste Folie ist die mich viel mehr freut als Corona und viel mehr verwundert als Corona. Das ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und jetzt verglichen, man sieht auf dieser Grafik zwei Linien, die Entwicklung der Arbeitslosigkeit mit dem Jahr 2019 verglichen. Nicht 2020, weil dieses so ein turbulentes Jahr war. Und wir sehen, heuer hat das Jahr begonnen mit einem Plus von 110.000 Arbeitslosen. Im Mai noch hat das WIFO gesagt, wir werden bis 2025 brauchen, dass wir die Arbeitslosigkeit wieder von 2019 sehen, also vor Corona-Niveau erreichen. Tatsächlich war es am 5. Oktober soweit, dass wir bereits wieder unter 2019 lagen. Und die letzten Zahlen, die ich Ihnen mitgebracht habe, die noch nicht einmal in der Zeit im Bild 2 waren, ist die Arbeitslosigkeit liegt um 15.000 unter 2019, also vor Corona. Die Zahlen sind unglaublich. Wir haben ein Wirtschaftswachstum wie in den 70er Jahren, einen wirklichen Boom. Und Gott sei Dank können viele Menschen davon profitieren. Noch nicht ist alles gut, aber wir haben am Arbeitsmarkt die Pandemie im Großen schon überwunden. Im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich mir die Zahlen anschaue von Menschen mit Behinderung, dann kann man auf dieser Folie zeige ich 3 Linien her. Wir zeigen die Arbeitslosigkeit von Menschen ohne gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen in Grau. Einen starken Anstieg zeigt diese Folie und dann einen Rückgang und heute ein Minus von 21% gegenüber dem Vorjahr ist das. Es gibt eine rote und eine blaue Linie. Die rote Linie zeigt die Arbeitslosigkeit von Menschen mit, man sagt begünstigt behinderten Menschen mit sozusagen, die sich auch die begünstigten Behinderungsstatus geholt haben, eine sehr kleine Gruppe, die natürlich nicht alle Probleme von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen umfasst. Und da sieht man, dass die Arbeitslosigkeit dieser Menschen in der Pandemie weitaus weniger gestiegen ist als die allgemeine Arbeitslosigkeit. Das hat natürlich auch dient dem Umstand auch, dass die ja natürlich eine höhere Bestandsfestigkeit in ihren Dienstverträgen haben und hoffentlich es auch in vielen Unternehmen oder sagen wir mal in der Folie kann man ablesen, auch soziale Verantwortung gibt, dass man diese Menschen nicht so leicht freigesetzt hat. Wahrscheinlich hat es auch mit dem niedrigeren Anteil etwa im Tourismus zu tun. Die Arbeitslosigkeit ist stark gestiegen im Tourismus etwa und so weiter. Und dann gibt es eine zweite Definition bei uns im AMS. Das sind Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen. Das reicht von Menschen, die eine Behinderung haben, aber sich nicht den Status begünstigt behindert geholt haben, bis zu Menschen, die, ich sage jetzt zum Beispiel Bandscheibenschwierigkeiten haben und nicht gut heben können oder nicht lang stehen, also zu auch leichteren gesundheitlichen Einschränkungen und so weiter. Beide Gruppen sind Gott sei Dank sind weniger gestiegen, sind aber auch weniger gesunken also sozusagen vom Aufschwung, weil auch der Anstieg nichts. Und in allen 3 Gruppen liegen wir bereits unter 2019. So gesehen würde ich sagen, ist die Entwicklung in Ordnung, sagen wir mal so, die Entwicklung. So, ich habe jetzt 3 Folien. Ich glaube, es wird möglich sein, dass ich die Folien zur Verfügung stelle. Michael, kannst du das? Ja, danke vielmals. Ich habe 3 Folien, wo viele, viele Dinge draufstehen, die ich gar nicht alle vorlesen will, was das Arbeitsmarktservice leisten kann, wie wir unterstützen können. Tatsächlich ist es so, dass viele Unternehmen, die Menschen mit Behinderung einstellen wollen, die sich erstmal damit beschäftigen, sich nicht auskennen am Anfang, überfordert fühlen, unsicher fühlen und so weiter. Wenn man sich aber damit beschäftigt, dann kommt man sehr schnell drauf, dass es ein riesiges Netz an Unterstützungsinstitutionen gibt und auch ordentliche finanzielle Förderungen und so weiter. Und dass, wenn man diesen Weg einmal gegangen ist, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Das ist das, was wir laufend erleben, die Vermittlung von Menschen mit Behinderung zu einem Unternehmen, das Menschen mit Behinderung beschäftigt, ist weitaus einfacher als zu einem Unternehmen, das sozusagen diesen Schritt das erste Mal geht und so weiter. Darum darf ich jeden einladen, davon Gebrauch zu machen. Ich möchte jetzt gar nicht alles erzählen. Wir haben verschiedene Förderungen in allen möglichen Unterstützungsformen und die Folien stelle ich gern zur Verfügung. Es geht stark um das Thema Sensibilisierung. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die datenschutzrechtliche Grundlage und auch die Daten zu bekommen für meine Unternehmensberaterinnen und Beratern, dass wir jetzt auch die Information haben, welche Unternehmen Ausgleichstaxe zahlen. Weil wir diese Unternehmen bei der Akquise von offenen Stellen ganz explizit darauf ansprechen können, macht das Sinn, dass Sie Ausgleichstaxe zahlen? Können wir nicht schauen, ob wir gemeinsam jemanden finden und so weiter. Auch das eine gute neue Unterstützung für unsere
Unternehmensbetreuung und so weiter. Viele, viele konkrete Angebote und Unterstützungen. Wir haben mit Ö3 gemeinsam die Lehrstellenaktion gemacht, auch mit dem Sozialministerium-Service und so weiter. Wir haben eigene ausgebildete Reha-Beraterinnen, die Menschen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen wieder in den Markt bringen und so weiter. Telefon-Videoberatung hat sich wie in vielen Bereichen auch bei uns während der Pandemie sozusagen stärker entwickelt, kann Menschen, die mit Mobilitätseinschränkungen durchaus unterstützen und so weiter. Wir haben Kodierungen im Unternehmen bei den offenen Stellen, wo Unternehmen explizit sagen, ich suche ganz explizit jemanden, der eine gesundheitliche Einschränkung hat und so weiter, weil ich mich hier engagieren möchte oder weil ich eben keine Ausgleichstaxe zahlen möchte oder weil es gut ist fürs Team oder warum auch immer. Viele, viele Dinge. Alle Jobs, die neue Jobplattform, darf ich auch empfehlen. Wir haben hier auch mit Expertinnen und Experten zusammengearbeitet, damit es auch wirklich möglichst ganz barrierefrei ist und so weiter. So, vieles gibt es dazu. Stark hat es damit zu tun, dass man eben auch Bewusstsein schafft. Und wenn das Bewusstsein da ist, glauben Sie mir, ich verspreche Ihnen, dann ist es auch lösbar, Ihre konkreten Probleme. Es gibt ausreichend Hilfestellung. So, ich habe auch konkrete Projekte, Beispiele genannt. Wir haben in allen Bundesländern interessante Projekte für Menschen mit Behinderungen, ob es in Niederösterreich Gärtnereien sind, ob es Ausbildungen sind für gehörlose Menschen, für Menschen mit Sehschwierigkeiten, ob es digitale Ausbildungen sind. Viele, viele Beispiele sind in der Präsentation ab. Abschließen möchte ich mit einem etwas provokanten Film. Der ganze Film ist, das ist der Schluss, du bist so lieb und machst mir das dann bitte. Der ganze Film ist unterlegt mit Beethovens Violinsonate, ein, finde ich, sehr, sehr schönes Stück, aber das Stück ist ein bisschen auch eine Provokation. Wir raten Unternehmen und meine Kolleginnen und Kollegen, Hunderte davon sind gerade in diesen Tagen in Österreich unterwegs, wir raten Unternehmen bei der Personalauswahl einen breiteren Musikgeschmack zu beweisen als nur Beethovens Violinkonsort. Film ab, bitte. Ich möchte auch hier noch ganz kurz den Inhalt erzählen, für die, die es nicht gut sehen konnten. Der Film zeigt die Verteilung der österreichischen Arbeitslosen im Sommer 2021 und provoziert dadurch, dass immer wieder ein Vorurteil durch eine Sprechblase eines Arbeitgebers eingeblendet ist. Und diese Vorurteile beziehen sich darauf, dass viele österreichische Unternehmen, teilweise wahrscheinlich unbewusst und nicht absichtlich diskriminierend, Männer im Haupterwerbsalter suchen, inländische Männer im Haupterwerbsalter, klassische Arbeitnehmer, die man sozusagen sucht, und nimmt von diesen 340.000 Arbeitssuchenden im Sommer 2021 erst die Frauen weg, dann die älteren Menschen, jüngere Menschen mit zu wenig Berufserfahrung, auch darunter leiden viele jugendliche Jobsuchende, dann Menschen, die schon länger arbeitslos sind, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, also klassisch die Gruppen, die am Arbeitsmarkt diskriminiert werden in vielen, vielen Fällen. Und überbleiben bei allen Arbeitssuchenden 7%. Und die Botschaft ist, waschen Sie das Gold nicht so ungenau, Sie finden gute Fachkräfte unter allen Gruppen am Arbeitsmarkt. Vielen Dank.